Und wir wollen noch mal auf das Thema Ministerpräsidentenkonferenz blicken. Zur Stunde sitzen die Länderchefs zusammen und es geht darum, wie man eben die irreguläre Migration steuern kann. Die Forderungen aus der Union sind enorm und wir wollen dieses Thema noch vertiefen. Ganz genau, da geht es eben auch um die Drittstaaten, dass dort der Asylantrag gestellt werden soll. Zugeschaltet ist jetzt Sarah Wagenknecht. Sie ist die Co-Parteivorsitzende des BSW. Frau Wagenknecht, schönen guten Abend, wir grüßen Sie. Guten Abend. Die Länder fordern jetzt nach allem, was man eben hört, die Bundesregierung auf, Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU auszulagern. Bundesinnenministerin Faeser, die hat die Erwartungen allerdings gleich gedämpft. Sie spricht von einem Bausteinchen, das man da im Moment vor sich habe. Ist das Vorhaben damit schon jetzt eine Totgeburt? Naja, die Bürgerinnen und Bürger erwarten eben keine Bausteinchen, sondern sie erwarten, dass endlich die Zahlen reduziert werden. Und andere Länder schaffen das auch. Das ist ja das Absurde. Also in Deutschland wird ja immer so getan, als sei das also eine völlige Zumutung, die Bundesregierung hier aufzufordern, endlich etwas zu tun. Andere Länder haben das getan. Und man sieht ja sehr deutlich, unser Asylsystem funktioniert nicht. Also wir haben eine Asylquote bei den direkten Asylansprüchen von 1–2% von denen, die hierher kommen. Auch insgesamt der Schutzstatus, also der wirklich gewährt wird, ist ein immer geringerer Anteil an denen, die kommen. Und so kann es ja nicht weitergehen. Unsere Kommunen sind überfordert, unser Schulsystem, unser Wohnungsmarkt. Und natürlich ist es berechtigt, dass die Menschen erwarten, dass hier etwas passiert. Und nicht nur, dass sich die Ministerpräsidenten und der Kanzler die Bälle zuspielen oder hin und her schieben, wer die Verantwortung hat. Und man muss auch bei der CDU sagen, sie haben natürlich eine Mitverantwortung für die entstandene Situation. Und ich wünsche mir, dass da jetzt wirklich endlich gute Lösungen präsentiert werden. Sie haben die CDU angesprochen und Lösungen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der fordert, ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder in Sofortarrest zu nehmen, solange bis sie dann freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren. Hat der Mann recht? Würden Sie da mitgehen? Also bei Gefährdern und Straftätern, finde ich, ist das eine sehr sinnvolle Forderung. Ich meine, die Menschen verstehen doch nicht, wieso wir Asylbewerbern oder auch bereits anerkannten Schutz gewähren, die am Ende dann Straftäter werden, die am Ende hier Gewalt verüben. Das kann doch nicht sein. Also wer hier unseren Schutz in Anspruch nimmt und sich dann zur Gefährdung entwickelt für unsere Bürgerinnen und Bürger, da darf man ja nicht abwarten, bis dann ganz schlimme Dinge geschehen. Also das finde ich richtig. Ich finde auch richtig, dass wir über Drittstaaten diskutieren, weil natürlich es ein Problem ist, dass jeder, der einmal in Deutschland ist, faktisch bleiben kann. Und allein über Abschiebungen wird man das Problem nicht lösen können, weil es viel zu viele sind. Also wir müssen versuchen, bei den Anreizen etwas zu verändern. Und wenn man in einem Drittstaat mit rechtsstaatlichen Verfahren wirklich die herausfiltert, die ernsthaft Asylanspruch haben, die wirklich unseren Schutz bedürfen, die dann auch zu uns bittet, aber bei allen anderen ganz klar signalisiert, ihr habt gar keine Chance, nach Deutschland zu kommen und hier zu bleiben, das wäre sicherlich eine nachhaltige Regelung. Herr Söder fordert ja deswegen die Einrichtung eines Bundesausreisezentrums. Das wäre ja Neuland. Würde das BSW eine solche Forderung unterstützen? Also wie gesagt, für Gefährder und für Menschen, die hier schon mit Gewaltdelikten auffällig geworden sind, finde ich das richtig. Man muss natürlich sagen, wir haben zurzeit in Deutschland 250.000 Menschen, die eigentlich keinen Schutzstatus haben. Selbstverständlich kann man schlecht eine Ausreiseeinrichtung für 250.000 Menschen einrichten. Das ist das Problem. Das heißt, hier muss es tatsächlich auch noch andere Hebel geben. Das beginnt ja damit, dass Menschen, die eben keinen Anspruch auf Schutz haben, trotzdem bei uns auch Leistungen beziehen, auch relativ hohe Leistungen im europäischen Vergleich. Also an all diesen Dingen muss man natürlich auch etwas ändern, wenn man das Problem lösen will. Aber noch wichtiger finde ich, dass man überhaupt die neu hinzugekommenen, dass man diese Zahlen reduziert, weil sonst sich das Problem immer mehr aufstaut. Also da durchaus Zustimmung zu Forderungen aus der Union und laut neuesten INSA-Umfragezahlen für Thüringen und Sachsen würde das auch mit der CDU dort für eine Regierung reichen, mit eben dem BSW. Würden Sie so eine Koalition eingehen auf Landesebene mit der CDU?
Ja, darüber sprechen wir nach den Wahlen. Also zunächst mal freuen wir uns, dass wir so gute Umfrageergebnisse haben, dass so viele Menschen, das spüre ich auch, Hoffnung damit verbinden, dass wir die Politik verändern. Und sollten wir nach den Wahlen in eine Landesregierung gehen, dann werden wir das nur tun, wenn sich wirklich spürbar etwas für die Menschen verbessert. Also die Menschen wählen uns ja nicht als Mehrheitsbeschaffer einer anderen Partei, die dann irgendwie das macht, was sie sowieso schon immer machen wollte, sondern sie wählen uns ja für bestimmte Inhalte. Also zum Beispiel für ein besseres Bildungssystem, wo die Kinder vor allem rechnen lernen und nicht gendern. Oder eben auch für mehr Sicherheit, dass die Kriminalität sinkt. Sie wählen uns auch, glaube ich, viele zumindest für eine andere Außenpolitik. Das ist zwar nicht Ländersache, aber ein Land kann natürlich trotzdem da auch auch über den Bundesrat mit Einfluss nehmen, was Geldzahlungen angeht. Das ist ja immerhin unser Steuergeld. Es geht um Corona-Aufarbeitung. Also sie wählen uns, die Menschen, für bestimmte Inhalte. Und das muss sich natürlich auch in einer solchen Regierung widerspiegeln. Jetzt sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, das BSW wolle Deutschland nicht in die Zukunft führen, sondern zurück. Es wird unser Land isolieren, ökonomisch destabilisieren und die Sicherheit unseres Landes gefährden. Was antworten Sie denn dem Kanzler? Naja, also um mit der Ampel mithalten zu können, was die Destabilisierung, die ökonomische Destabilisierung unseres Landes angeht, da würde schon einiges dazugehören. Wir haben ja aktuell das Problem, dass wir eine wirklich große Gefahr haben, dass unsere Industriebetriebe abwandern. Viele Mittelständler sind auch existenzgefährdet wegen hohen Energiepreisen, wegen unsinniger Auflagen, wegen einer falschen Energiepolitik. Also ich glaube, da wünschen sich die Menschen tatsächlich endlich mehr Vernunft und mehr pragmatische Lösungen. Wir haben da ja auch in unserem Programm sehr, sehr klare Antworten gegeben, wie wir zum Beispiel Energiepreise ändern und senken wollen, wie wir das Leben der Menschen erleichtern wollen. Also ich finde, auf so eine billige Art, wir sollten doch eher darüber reden, wohin wollen wir, wie schaffen wir es, dass Deutschland gut für die Zukunft aufgestellt ist, wie schaffen wir es, dass junge Menschen, dass Kinder gute Bildung gewinnen in unserem Land und nicht, dass in vielen Schulen Physik und Mathematik wirklich unter ferner Liefen sind, weil die Lehrer fehlen. Das sind doch alles katastrophale Bedingungen, um wirklich für die Zukunft auch mit anderen Ländern mithalten zu können und den Wohlstand in unserem Land zu sichern. Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema blicken. Ein rassistischer Tweet der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, der sorgt für Aufregung. Sie hat getweetet, mittlerweile wieder gelöscht. Die Mannschaft, sie meint, die deutsche Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Hier sehen wir noch mal den Tweet, eine Anspielung auf eine Umfrage im Auftrag des WDR, wonach gut 20% der Befragten sich mehr hellhäutige Spieler wünschen. Dieser Tweet hat ordentlich Empörung ausgelöst. Bei Ihnen auch? Was haben Sie gedacht? Ja, ich habe ja auch was dazu getwittert. Also es war ein bisschen ironisch, aber man stelle sich vor, unsere Mannschaft würde nur aus Grünen bestehen. Dann wären wir wahrscheinlich schon Europameister im Eigentorschießen. Ja, also ich glaube, klar ist das eine ernste Debatte. Ich finde gut, dass sie den Tweet gelöscht hat, weil er war wirklich komplett daneben. Sarah Wagenknecht, die Co-Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.